Was geht ab, Leute? Hey, what's up, guys? Ben, wie geht's dir? Super, dir? Ja, sehr gut. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Jetzt, heute, wo wir das Video aufnehmen, sind wir jetzt im vollen Lockdown hier in Deutschland. Ja. Hoffentlich bringt das was. Leute, Hoffentlich. tragt eure Masken, haltet Abstand, haltet euch an die Regeln, damit wir auch bald wieder aufmachen können. Let's talk about cats, baby. Pilze tätowieren? Voll. Ich vermisse es richtig. Ich nehme einfach nur eine Maschine in die Hand und tätowiere. Einfach ohne Farbe, ohne gar nichts, einfach so. In die Luft. Nein, aber ich vermisse es wirklich. Ich vermisse es. Zeichnen ist immer noch nicht das Gleiche, obwohl ich sehr viel zeichne zurzeit, aber es ist immer noch kein Vergleich. Jetzt schauen wir uns ja ein bisschen rückblickend auf das Jahr. Wir haben bald Weihnachten. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Irgendwie nicht. Ja, Ich weiß nicht. Du kannst halt auch nicht raus. Das stimmt Also auch, du ja. siehst die ganze Deko nicht, Ja. du kannst nicht richtig Weihnachten feiern. Egal, wir lassen uns das nicht vermiesen. Genau. Nächstes Jahr wird es umso geiler. Das stimmt. Und jetzt ist ja auch mal so eine Zeit, man kann so... Weil dieses Jahr ist so schnell vorbeigegangen, finde ich. Also mir kommt es vor, als ob der erste Lockdown gerade fertig wurde und jetzt ist schon der zweite. Und Wie lange haben wir in der Zeit tätowiert? Oder wie lange dürften wir arbeiten? Ein halbes Jahr? Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ja, ein halbes Jahr. Auf jeden Fall hat sich alles immer so angefühlt, weil dieser diese Twilight Zone Corona war, als ob wir gar nichts gemacht haben. Übel. Aber jetzt am Ende sitzt du da und überlegst dir, Alter, wir haben dieses Jahr schon viel gemacht dennoch. Stimmt. Und ich bin sehr stolz auf uns. Wir haben die Zeit sehr gut genutzt. Und wir schauen uns heute deine Top 5 Tattoos aus diesem Jahr an. Genau. Geil. Wir haben wieder keine bestimmte Reihenfolge. Es ist einfach random. Ja. Keins davon ist das Top-Tattoo des Jahres. Und alle Genau. 5 sind geil. Wir fangen an mit diesem Tiger. Dieser Gesichtsausdruck ist mega. Die Augen, Digga, wie hast du das gemacht? Ja, das war eigentlich nur die Idee von der Kundin, dass sie halt, oder das war nicht mal die Idee von der Kundin. Die hat nur gesagt, nee, die wollte einen ganz normalen Tiger haben. Und ich dachte so, ey, nicht nochmal einen Tiger. Ich habe bestimmt Tiger, schon 20 Löwe, Stück Tiger. gemacht. Aber nee, dann habe ich halt gerade mit dem Schnitt gearbeitet, so dass sie eigentlich einen lieben Tiger hat und dann halt nochmal einen bösen. Und das halt in eins verpackt. Und ich mag das Bild. Boah, ich Das finde ist ein cooles Foto geworden. sehr, sehr stark. Und ich habe auch gesehen, es wurde relativ oft kopiert. Ja, das wurde ein paar Mal kopiert, ja. Das ist crazy. Haben mich auch schon ein paar Künstler angefragt, so, ey, kann ich's machen? Ich dachte, ja klar, natürlich. Wie fühlst du dich, wenn du siehst, dass dein Tattoo 1:1 kopiert wurde? Eigentlich schon voll die Ehre, dass es überhaupt jemand macht, so. Das ist schon krass. Geil. Nee, ich finde Bombe, deinen typischen Auslauf nach unten. Und du hast halt einfach ein geiles Motiv geschaffen mit den Augen. Ich finde, das zerrt dich Dank. so in einen Bann. Dankeschön. Sehr, sehr geil. War es schwierig, das zu stechen? Die Kundin hatte so gute Haut. Also meistens liegt es halt auch dran. Stelle war einmal Bombe, Unterarm und die Kundin hatte echt gute Haut. Also dann ist es immer einfacher. Oder nicht einfacher, sondern die Kontraste sind stärker da. Weil du hast, schau, kaum Rötung. Du siehst es auf dem Bild. Es sieht aus wie abgeheilt. Mega. Das Tattoo, das nächste jetzt, ich finde, es ist irgendwie so untypisch für deinen Style. Das sticht nochmal so raus, weil es irgendwie anders Also ist. für mich ist dieses Bild so einfach eine Ehre, dass es eigentlich, das Tattoo gehört John Montero. Und er hat mich damals angefragt für ein Tattoo, dass er halt einen Termin haben kann. Und da haben wir noch rausgesucht, sodass wir ihn irgendwo reinkriegen. Das ist für mich eine Ehre, dass so ein großer Künstler wie John Montero ein Tattoo von mir haben möchte. Und es ist auch ein cooles Bild von seinem Kind, von seiner Tochter. Sehr geil. Also ich finde es wunderschön. Es gibt tausende Realistik-Künstler und dass er halt genau von mir sein Kind haben wollte, das ist wirklich, freut mich sehr. Deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil es doch was Besonderes für mich ist. Hast du viele Tätowierer schon tätowiert? Einige habe ich schon tätowiert. Ich habe Daniel Berdil tätowiert, der hat ja Kobe Bryant Kobe gekriegt, Bryant hat er genau. bekommen. Snuffy hast du tätowiert, ne? Snuffy, Und dann noch ein paar, auch hier in-house natürlich einige. ja klar. So. Da habe ich eigentlich fast alle. Ich finde, also mit jedem Gespräch, das ich mal mit jemandem hatte, wo es darum ging, ein Baby zu tätowieren, hat mir jeder Künstler immer gesagt, hey, es ist so schwer, weil du hast gar keine markanten Stellen im Gesicht, du hast nur diese runden Bäckchen und es ist schwierig, ein Baby schön aussehen zu lassen.
es kommt immer drauf an, wie die Bilder gemacht wurden. Also man braucht wirklich gerade Schattierung im Gesicht, man braucht Kontraste im Gesicht und man muss das gescheite Bild oder das richtige Bild auswählen. John hat mir ein Album geschickt von 300 Fotos und hat gesagt, so such dir eins aus. Das erste, was er ausgesucht hat, fand ich jetzt auch nicht so perfekt, deswegen habe ich weitergeschaut und das fand ich einfach perfekt. Das fand ich wirklich perfekt von der Schattierung, vom Körper, wie es dargestellt ist und alles perfekt. Ist es manchmal schwierig, wenn Eltern ihr Kind tätowiert haben möchten, aber kein ideales Bild haben oder unbedingt ein bestimmtes Bild haben möchten und es ist aber nicht, es ist vielleicht ein schönes Bild, aber nicht zum Tätowieren geeignet? Die Eltern sehen es ja nicht wirklich. So, was ist das perfekte Bild? Wo fällt ein Schatten? Wo hast du Kontraste im Gesicht? Das sehen die ja selber gar nicht. Und die sagen dir so, ey, das Bild bedeutet mir was, weil wir es genau zu der Zeit gemacht haben und ich möchte genau dieses Bild haben. Und dann musst du halt als Künstler versuchen, irgendwie das Beste rauszuholen, dass du halt noch ein bisschen Schattierung nachbearbeiten tust, gerade mit Kontraste, also schon in der Vorbearbeitung und das Beste rausholen kannst. Wenn nicht, dann müssen sie sich halt nach einem anderen Bild rausholen. Aber sagst du das dann auch so ehrlich, so hey, Ja. das Bild, ich verstehe es, aber das passt nicht? Also ich will ja jedes Tattoo so gut machen wie möglich, also so, dass sie perfektes Tattoo haben und das kriege ich nur hin, wenn auch die Vorlage perfekt ist. Also das zählt einmal Vorlage, Haut und ja. Sehr nice. Auf jeden Fall, das Tattoo ist so geil geworden. Ich liebe es, wenn du so kleine Details in den Klamotten immer machst. Hier in diesem, Wolle und ja, man sieht halt den Stoff. Ich finde das geil. ich liebe so Details. Ich verfange mich da immer eine Stunde drinnen. Mega. Auch hier bei dem nächsten Tattoo genau das gleiche mit den Details. Erstmal Michael Jordan und Also bei dem Tattoo, ich mag das, aber das war so ein Horror-Tattoo eigentlich. Warum? Weil ich habe gestartet, also ich habe angefangen und seine Haut wurde so rot und es ging gar nichts rein. Das war wirklich schlimm. Ich dachte so, scheiße. ich hör auf, geh nach Hause. Ich hör auf, wirklich, das war echt so. Und er hat dann selber gesagt, also jeder Künstler sagt immer so, ey, deine Haut ist beschissen, die ist richtig schlecht. Und so nach 5 Minuten beruhigt sie sich und die ist dann perfekt. So die Rötung geht auch weg, also muss ich ein bisschen Zeit lassen. Also ich habe mit dem Gesicht gestartet, also am Gesicht angefangen und dachte mir so, oh, kacke Haut. Aber es ist doch cool geworden. Es ist mega. Ich lieb's. Aber jetzt mittlerweile, nach all der Zeit im Tätowieren, hast du so eine Erfahrung, dass du sagen kannst, boah, ich habe bereits jede Haut tätowiert und weiß, wie ich damit umgehen soll, oder kommen noch Überraschungen? Voll. Hautstelle, also es gibt so viele verschiedene. Natürlich kriegt man immer eine Überraschung. Also man kann mit jeder Haut arbeiten. Man muss halt nur wissen, wie man mit der Haut arbeiten kann oder muss. Dass man sie nicht zu arg strapaziert. War das der Kunde, der Ja. irgendwo aus dem Ausland gekommen ist? Der ist aus Holland gekommen, genau. Ja, ne? Ist doch geil, wenn die Leute extra irgendwo Voll, anreisen. voll. Das ist super eine Ehre, dass sie überhaupt von Brasilien, von Taiwan, aus Amerika. Kennst du noch den Kunde, der aus Kanada eingereist Der ist? aus Vancouver, ja. Weißt du noch, was er für ein Tattoo bekommen hat? Er hat seine hier Eltern. auch. Nee, seine Eltern hat er bekommen. Seine Eltern? Ja. Geil. Boah, mega. Apropos Eltern, apropos Kinder, hier haben wir nochmal ein Kinderfoto. Ich finde das Bild unglaublich stark. Auch wieder Das die war- Details. Das war auch wieder so ein Bild. Dennis, also ein Mitarbeiter bei uns, der wollte unbedingt sein Kind haben. Der hat mir dann Fotos gezeigt, ewig. Also der hat mir bestimmt 400 Fotos gezeigt. Und er wollte eigentlich sein Kind mit sich auf seinem Arm haben. Und Ja. wir haben ihn ja voll ausgelacht. Geil, ne? So, nein, eigentlich ist es cool, aber wenn zu viel von deinem Gesicht auf deinem eigenen Arm zu sehen ist, ist es vielleicht nicht mehr so cool. Wenn du im Background bist, kleiner ist es eigentlich, dann ist es wieder cool. Und bei ihm war es so, der hat viele Bilder aufgelistet und dann sehe ich dieses Bild mit der Fanta-Flasche. Ich dachte so, boah, das ist mega. Auch dieser kleine Ralph Lauren Reiter nochmal drauf. Mega, diese Brusttasche, dass du noch siehst, dass da eine Naht ist. Ach, der Strohhalm fetzig. Auch Haare ist ja so ein Thema. Ich habe kürzlich auf Twitch, schade, dass du da nicht dabei warst, das müssen wir nochmal separat machen mit dir. Das war aber sehr spontan auf Twitch im Stream, dass mir die Leute Zeichnungen geschickt haben und ich auf die Zeichnungen reacted habe. Mega. Und da hatten wir auch nochmal das Thema, dass halt Haare der Part sind, wo viele einfach faul werden Ja. und dann nicht sauber Also, arbeiten. das meinte ich ja, gerade diese Details, wo viele Leute denken so, hey, ich mache das Gesicht perfekt
und der Rest, das guckt sich niemand an. Aber voll oft sehe ich immer, gerade bei meiner Familie oder so, meine Schwester sagt dann immer so, boah, guck mal das an, guck mal die kleinen Details drumherum. Kaum jemand guckt sich wirklich das Gesicht an, sondern alle gucken das drumherum, was passiert. Und deswegen sollte man sich eigentlich die Zeit nehmen. Also ich mache auch immer wieder Pausen, weil ich es einfach für meine Augen brauche, damit ich mir für jede Pause halt wirklich dann nochmal alles durch den Kopf gehen kann, nochmal die Bilder, nochmal die Details und dann gehe ich halt nochmal überall rüber und schaue nochmal überall die kleinen Details, Feinheiten. Mega. So, wir kommen jetzt schon zum letzten Tattoo. Ich habe das jetzt hier extra als letztes gelassen, weil das so komplett anders ist nochmal. Deswegen habe ich es auch ausgewählt, ja. Und zwar Farbe, Dicker. Also ich liebe eigentlich, früher habe ich so, also ich habe eigentlich mit Schwarz-Weiß angefangen zu zeichnen oder Black and Grey, klar, mit Buntstiften, Farbstiften. Mit Bleistiften. Jetzt haben wir die perfekte. So, nochmal von vorne. Du hast angefangen mit Bleistiften. Habe ich angefangen zu zeichnen und ja, dann irgendwann mal habe ich von meiner Freundin so einen Faber-Castell-Koffer gekriegt, gerade mit den Polychromo-Stiften. Dann dachte ich so, hey, Farbe wäre mal cool. Da habe ich angefangen mit Farbe zu zeichnen und dann war ich so voll im Fieber. Ich habe die Farben geliebt, weil du halt so viele Farben in Gesichtern reinmachen kannst. Was man so nicht sieht, man denkt Hautfarbe, Hautfarbe. Aber so was die Lichteinflüsse im Gesicht machen, so manchmal sind so lila Töne im Gesicht oder Blautöne und das mit reinmachen in die Gesichter, das ist mega cool. Das hat mich beim Zeichnen voll fasziniert damals. Und deswegen mag ich es auch, ab und zu mit Farbe machen. Also ich liebe Black and Grey Tattoos, aber ich mag trotzdem auch Farbtattoos. Deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil das war so ein Bild, der Kunde hat mir genau dieses Bild geschickt, er wollte auch dieses Bild. Er hat eine super tolle Haut gehabt, also perfekt. Und es hat mir auch super Spaß gemacht, das Tattoo. Geil. Mega. Das war auch einer der letzten Tattoos, was wir so ein paar Wochen vor dem Lockdown noch. Ich kann mich noch erinnern, wir haben, glaube ich, auch ein cooles Video dazu gemacht und so. Mega, Kurt Cobain, nicer Künstler. Ja. Ben, 1000 Dank fürs Vorbeikommen. Sehr, sehr gerne, freue mich. Leute, schaut bei uns auf Twitch vorbei. Da sind ab und zu immer Bandheads, Anso, Mary, Silas, unsere ganzen Künstler mit am Start. Wir machen da lustige Sachen, Tattoo-related, zeichnen dort, machen ein paar Spiele etc. Eigentlich ist es immer geil so. Vor allem jetzt während dem Lockdown. Gebt euch ein bisschen unser Entertainment. Subscribt hier auf YouTube, damit ihr kein Video verpasst. Followt Ben Tats, den Meister höchstpersönlich auf Instagram. Und Mami, I'm sorry. Leute, mein Name ist AJ, das war Ben Tats. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Bye, bye. Bye.